Hallo Deutschlerner, heute zeige ich dir meinen Garten und die Werkzeuge, die wir benutzen, um ihn zu pflegen. Dabei kannst du deinen deutschen Wortschatz erweitern und dein Hörverstehen verbessern. Das ist unsere Bibliothek. Wenn wir durch diese Schiebetür gehen, kommen wir in unseren Garten. Das ist einer meiner Lieblingswege im Haus, denn man geht von den Büchern direkt in die Natur. Wir können ein Buch aussuchen und dann auf der Terrasse lesen. Wie du schon siehst, gibt es hier viel zu pflegen. Auf unserer Terrasse haben wir viele Pflanzen in Töpfen, zum Beispiel Zitronen- und Orangenbäume, Tomaten und verschiedene Küchenkräuter. Die Pflanzen in den Töpfen sind praktisch, weil wir sie bewegen können, wenn es zu kalt, zu heiß oder zu windig wird. Die Zitrone- und Orangenbäume müssen wir im Winter natürlich ins Gewächshaus bringen, denn sie würden draußen erfrieren. Wir sitzen fast jeden Abend hier. Das ist unser kleiner Ferienabendort. Hier reden wir über den Tag und tun einen Moment so, als hätten wir keine Arbeit mehr. Wir schauen uns oft die Kolibris an. Manchmal fliegen sie so nah an uns vorbei, dass man das Summen ihrer Flügel hören kann. Deshalb haben wir hier so viele Blumen. Die Kolibris kommen nicht wegen uns, sondern wegen der Blüten. Wir fangen mit diesem Weg neben der Terrasse an. Wenn wir ihm folgen, erreichen wir unsere Kaninchen. Die Kaninchen sind nicht nur Haustiere, sie helfen uns auch im Garten, weil sie Klee und anderes Grünzeug fressen. Und wenn sie etwas fressen, müssen sie auch Mist für unseren Garten machen. Sie wohnen seit kurzem in diesem Gewächshaus, das wir von meiner Oma bekommen haben. Das Gewächshaus war früher nur für Pflanzen da, aber jetzt ist es auch ein kleines Kaninchenhotel. Dort haben sie Platz zum Spielen und Ausruhen. Außerdem sind sie dort besser vor Regen, Wind und Raubtieren geschützt. Wenn sie draußen freilaufen, müssen wir aber aufpassen. Kaninchen sehen süß aus, aber sie können einen Garten schnell zerstören. Sie fressen nämlich nicht nur das, was sie fressen sollen. Für Kaninchen ist fast alles im Garten ein Salatbuffet. Wir folgen zunächst diesem Weg bis zum großen Gewächshaus. Hier fangen wir jeden Winter an. Draußen sieht der Garten im Winter ziemlich tot aus, aber hier drin beginnt die neue Gartensaison schon viel früher. Wir pflanzen viele Samen und lassen sie eine Weile wachsen, bis es draußen warm genug ist, damit sie im Garten überleben können. So bekommen die Pflanzen einen kleinen Vorsprung, bevor sie später ins Hochbeet kommen. Manche Pflanzen wachsen schnell, andere brauchen ewig und manchmal wächst gar nichts, obwohl man alles richtig gemacht hat. Wir lagern auch ein paar Werkzeuge im Gewächshaus. Das ist praktisch, denn dann müssen wir nicht jedes Mal etwas vom Schluppen schleppen, wenn wir nur ein kleines Werkzeug brauchen. Natürlich liegen die Werkzeuge nicht immer so ordentlich hier. Für das Video habe ich ein bisschen aufgeräumt. Hier ist unsere Schaufel. Eine Schaufel braucht man ständig im Garten für Erde, Kompost, Löcher, Unkraut und manchmal auch für Dinge, die man nicht genauer erklären möchte. Es gibt verschiedene Arten von Schaufeln. Das klingt vielleicht langweilig, aber wenn man die falsche Schaufel benutzt, wird die Arbeit viel anstrengender. Ich mag diese Randschaufel. Mit dieser Schaufel kann man gut gerade Kanten machen. Das ist hilfreich, wenn ich die Erde aus einem Beet nehme oder einen Bereich sauber abtrennen will. Dieses Werkzeug hier ist ein Spaten und wenn eine Schaufel sehr klein ist, nennen wir sie eine Handschaufel. Eine Handschaufel benutze ich gerne für kleine Pflanzen, weil man damit viel genauer arbeiten kann. Wir haben zwei Rechen oder Haken. Diese Wörter sind ein bisschen kompliziert, weil sie regional unterschiedlich verwendet werden. Diese Hake ist stabiler und eignet sich für Erde oder Beete. Mit dieser Hake kann man Erde verteilen, Kompost einarbeiten oder die Oberfläche eines Beetes glätten. Dieser Rechen ist besser für Laub geeignet. Diesen Rechen nennt man auch Laubbesen oder Laubrechen. Im Herbst ist der Laubbesen sehr wichtig, denn dann liegen überall Blätter auf dem Boden. Das ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, dass man beim Sprachenlernen nicht immer nur ein einziges Wort für eine Sache lernt. Manchmal gibt es mehrere Wörter und der Kontext entscheidet. Das ist der Gartenkorb meiner Frau. Ich gebe zu, der Korb sieht besser aus als ein Plastikeimer.
Sie findet es süß, diesen Korb durch den Garten zu tragen und die Ernte des Tages darin zu sammeln. Manchmal ist die Ernte groß, manchmal ist es nur eine Tomate und ein trauriges Basilikumblatt. So ist es im Garten. Der Korb ist aber nicht nur schön, er ist auch praktisch, weil man Tomaten, Kräuter, Bohnen und kleine Früchte schnell sammeln kann. Neben dem Gewächshaus haben wir eine kleine Oase gebaut. Dieser Bereich ist nicht besonders groß, aber er verändert die Stimmung im ganzen Garten. Es gibt einen Wasserfall mit einem kleinen Teich am Ende. Das Geräusch vom Wasser macht den Garten viel ruhiger, auch wenn direkt hinter dem Zaun das normale Leben weitergeht. Darin gibt es Goldfische und ein paar Pflanzen. Die Fische sind nicht nur schön, sie fressen auch Mückenlarven, was im Sommer sehr praktisch ist. Daneben haben wir Blumen für die Kolibris und für nützliche Insekten. Wir pflanzen diese Blumen nicht nur, weil sie schön aussehen. Sie helfen auch den Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten. In der Ecke haben wir auch einen Apfelbaum. Der Apfelbaum ist noch nicht der Star des Gartens, aber wir geben ihm Zeit. Irgendwann soll er 4 Apfelsorten tragen. Am Ende des Weges finden wir endlich unseren Garten. Vor dem Garten gibt es einen Zaun. Der Zaun ist also nicht nur Dekoration, er ist ein sehr wichtiger Teil unserer Gartenverteidigung. Unser Hund Jojo spielt manchmal zu wild im Garten. Jojo versteht leider nicht, dass sein Hochbeet kein Hundespielplatz ist. Sie ist schon mehrmals vom Hochbeet über den großen weißen Zaun gesprungen. Wir haben also nicht gefragt, brauchen wir einen Zaun? Wir haben gefragt, wie hoch muss der Zaun sein? Seitdem wir diesen Zaun haben, sind die Pflanzen sicherer und Jojo bleibt meistens dort, wo sie sein soll. Am Anfang hatten wir nur ein kleines Gartenbeet. Das war natürlich der Plan. Nur ein kleines Beet. Wie bei vielen Hobbys ist es dann jedes Jahr ein bisschen größer geworden. Jedes Jahr haben wir etwas hinzugefügt. Irgendwann war es kein kleines Gartenprojekt mehr, sondern ein riesiger Teil unseres Lebens. Ich habe diese Hochbeete aus Betonsteinen gebaut. Die Steine sind schwer, aber genau das ist der Vorteil. Wenn sie einmal liegen, bewegen sie sich nicht mehr. Wenn ich sie aus Holz gebaut hätte, müsste ich sie alle 5 Jahre wieder neu bauen. Holz sieht schön aus, aber in unserem Klima hält es draußen nicht ewig. Das wollte ich auf keinen Fall. Ich baue gerne Dinge im Garten, aber ich möchte nicht denselben Garten alle paar Jahre noch einmal bauen. Unten liegen große Holzstücke und anderes Material, damit wir nicht so viel Erde brauchen. Das ist ein bisschen wie ein Schichtkuchen für Pflanzen. Unten grobes Material, oben gute Erde. Außerdem zersetzt sich das Holz mit der Zeit und verbessert den Boden. Die letzten 20 cm sind eine Mischung aus Erde und Komposterde. In dieser Schicht wachsen die meisten Wurzeln. Deshalb ist diese Erde besonders wichtig. Wir haben viel Komposterde gekauft, aber wir stellen auch unsere eigene her. Die zeige ich dir später. Gekaufte Komposterde ist praktisch, aber eigener Kompost fühlt sich besser an, weil aus Küchenreste wieder etwas Nützliches wird. Jedes Jahr müssen wir ein bisschen mehr Erde hinzufügen. Der Garten frisst jedes Jahr ein bisschen Erde. Natürlich nicht wirklich, aber es fühlt sich manchmal so an. Dafür benutzen wir unsere Schubkarre. Ohne Schubkarre wäre diese Arbeit schrecklich. Mit der Schubkarre ist sie nur halb schrecklich. In unserem Hochbeet haben wir meistens Gemüse, aber wir haben auch Küchenkräuter und etwas Obst. In diesem Garten wächst jedes Jahr etwas anderes. Manche Pflanzen lieben diesen Garten. Andere Pflanzen tun so, als hätten wir sie beleidigt. Wenn du selbst einen Garten hast, kennst du das vielleicht. Man plant alles sehr ordentlich und dann machen die Pflanzen, was sie wollen. Gartenarbeit ist immer ein kleines Experiment. Manchmal bekommen wir zu viele Bohnen und fast keine Tomaten. Dann essen wir eine Woche lang sehr kreativ. Das Schöne daran ist, dass man beim Kochen einfach in den Garten gehen und schauen kann, was gerade reif ist. Viele Pflanzen wachsen auf Ranggerüsten, die ich aus Viehgewitter gebaut habe. Eigentlich ist dieses Gitter für Tiere gedacht, aber im Garten funktioniert es sehr gut für Kürbisse, Bohnen und andere Kletterpflanzen. Diese Ranggerüste sparen viel Platz, weil die Pflanzen nach oben wachsen können und nicht nur über den Boden kriechen.
Hier wächst irgendwelche Kürbissorte. Ich weiß nicht immer genau, welche Sorte hier wächst. Manchmal ist der Garten ein bisschen geheimnisvoll. Hier wachsen Brombeeren, dort wachsen Trauben. Die Trauben sehen im Sommer wunderschön aus, aber wir müssen schnell sein. Die Vögel finden sie nämlich auch sehr lecker. Deshalb haben wir diese Netze darüber gespannt. Ohne diese Ranggerüste hätten wir wahrscheinlich nur ein großes Durcheinander aus Blättern, Rangen und Kürbissen auf dem Boden. In der Ecke des Gartens haben wir unsere Regentonnen. Diese Regentonnen sind ein praktischen Teil des Gartens, auch wenn sie nicht besonders spannend aussehen. Wir sammeln Regenwasser von unseren Dachrinnen. Das spart Leitungswasser und die Pflanzen mögen Regenwasser oft lieber. Der Regen fällt auf das Dach und läuft dann durch die Dachrinnen und den Schlauch in diese Regentonne. Ein einzelner Regenschauer kann schon sehr viel Wasser sammeln, besonders wenn es richtig stark regnet. Diese 4 Tonnen sind miteinander verbunden, damit sie sich gleichzeitig füllen und gleichmäßig geleert werden können. So müssen wir nicht jede Tonne einzeln kontrollieren. Das Wasser verteilt sich automatisch. Wenn wir etwas Wasser brauchen, um die Pflanzen zu gießen, füllen wir diesen 5 Gallonen Eimer, also einen Eimer mit ungefähr 19 Litern. Das ist nicht die eleganteste Methode, aber sie funktioniert. Anstatt eine Gießkanne zu benutzen, gießen wir die Pflanzen mit diesen Eimern. Eine Gießkanne sieht vielleicht schöner aus, aber mit dem Eimer geht es schneller. Jede Tonne fasst ungefähr 210 Liter Wasser. Das heißt, wir haben hier ungefähr 840 Liter Wasser. Das klingt nach viel Wasser, aber an einem heißen Sommertag trinken die Pflanzen unglaublich viel. Manchmal ist das nicht genug. Wenn es mehrere Wochen lang nicht regnet, sieht man sehr schnell, wie durstig ein Garten sein kann. Dann müssen wir auch diesen Gartenschlauch und Leitungswasser benutzen. Aber das passiert nur selten. Wir versuchen zuerst, das Regenwasser zu benutzen. Leitungswasser ist eher unser Notfallplan. Wenn wir durch dieses Tor gehen, finden wir eine Pergola und einen Tisch und 6 Stühle. Dieser Bereich ist nicht nur für Pflanzen da. Hier soll der Garten auch ein Ort für die Familie sein. Dort können wir zusammen als Familie zu Abend essen. Das Essen schmeckt draußen irgendwie besser, auch wenn es genau dasselbe Essen ist wie drinnen. Um die Ecke gibt es unseren Kartoffelturm. Der Kartoffelturm ist unser Versuch, viele Kartoffeln auf wenig Platz anzubauen. In der Mitte steht auch ein kleiner Kompostbehälter. Die Idee ist, dass die Nährstoffe langsam in die Erde gehen und die Kartoffeln düngen. Unsere echten Kompostbehälter sind viel größer. Eigentlich haben wir die Kartoffeln schon geerntet. Deshalb sieht es so aus. Jetzt ist es einfach ein extra Kompostbehälter. Neben dem Kartoffelturm sind unsere Pfirsichbäume. Zwischen den Pfirsichbäumen haben wir auch einen Haselnussbaum, den wir eher wie einen Busch pflegen. Wir lassen ihn eher buschig wachsen, damit er besser in diesem Bereich passt. Drumherum haben wir noch mehr Küchenkräuter und Blumen. Die Kräuter sind praktisch für die Küche und die Blumen helfen den Insekten. Anstatt Gras haben wir hier Klee als Bodenbedeckung gepflanzt. Klee bleibt niedriger, sieht schön grün aus und ist für die Kaninchen viel interessanter als normales Gras. Manchmal lassen wir die Hasen hier freilaufen, damit sie den Klee fressen können. Für uns ist das praktisch, weil die Hasen den Klee kurz halten. Für die Hasen ist das perfekt, weil sie den ganzen Tag fressen können. Als letztes Teil im hinteren Teil des Gartens haben wir einen Schuppen. Jeder Garten braucht irgendwo einen Ort für die Dinge, die man nicht im Haus haben möchte. Darin habe ich eine Heckenschere, eine Astschere und Handschuhe. Die Handschuhe sind wichtig, weil die Pflanzen manchmal nett aussehen, aber nicht nett zu den Händen sind. Wir gehen heute aber nicht hinein. Manche Dinge muss man in einem YouTube-Video einfach nicht zeigen. Sagen wir einfach, der Schuppen ist funktional, aber nicht fotogen. Wenn wir durch dieses Tor gehen und um die Ecke schauen, sehen wir unseren ersten echten Kompostbehälter. Ich habe ihn aus Paletten gebaut. Paletten sind billig. In unserem Fall waren sie sogar kostenlos, weil wir sie von einer lokalen Firma bekommen haben. Sie sind stabil und für so ein Projekt perfekt. Innen ist auch Hühnerdraht angebracht,
damit die kleineren Stücke nicht herausfallen. Ohne den Hühnerdraht würden die kleinen Stücke überall herausfallen. Und dann hätten wir keinen Kompostbehälter, sondern einen Komposthaufen mit Zaun. Wir werfen Obst- und Gemüsereste, Kaffeesatz, Rasenschnitt, Laub, Eierkartons und Papier hinein. Das sieht am Anfang nicht besonders schön aus, aber mit der Zeit wird daraus gute Komposterde. Für uns ist das Abfall. Für den Garten ist es später Nahrung. Alle 2 Monate mische ich alles mit einer Heugabel durch. Das ist nicht meine Lieblingsarbeit, aber der Kompost braucht Luft, damit alles besser verrotten kann. Am Anfang jeder Gartensaison bringen wir den Kompost mit der Schubkarre in den Garten. Vor dem Haus haben wir noch mehr Pflanzen. Unser Garten hört also nicht im Hinterhof auf. Wir haben inzwischen fast überall etwas Essbares gepflanzt. Hier sind 2 Äpfelbäume und eine Buschrose. Die Buschrose ist für uns nicht essbar, aber sie sieht schön aus und gibt den Insekten etwas zu tun. Hier sind noch 2 Apfelbäume. Wir haben mehrere Apfelbäume, weil nicht jeder Baum jedes Jahr gleich viele Äpfel trägt. Dieser Baum ist sehr interessant. Er sieht aus wie ein normaler Baum, aber eigentlich wachsen an ihm mehrere Obstsorten. Es trägt Pfirsiche, Pflaumen, Nektarinen und Aprikosen. Der andere Baum trägt 3 Birnensorten. Das ist praktisch, weil nicht alle Birnen gleichzeitig reif werden. Wir müssen diese Netze über die Bäume legen, damit die Rehe in unserer Nachbarschaft sie nicht fressen. Die Rehe finden unsere Obstbäume leider genauso interessant wie wir. An dieser Seite des Hauses haben wir Himbeeren und noch einen weiteren Kompostbehälter. Wie du siehst, ist unser Garten nicht nur ein Ort mit Pflanzen. Er ist auch ein Ort zum Arbeiten, Essen, Ausruhen, Experimentieren und manchmal zum Problemlösen. Viele Dinge in diesem Garten sind nicht perfekt, aber genau das mag ich daran. Ich hoffe, der kleine Rundgang hat dir gefallen und du hast dabei etwas Deutsch gelernt. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!